bisschen warm hier. I don't enjoy. Müssen wir hier echt durch den Sand schieben? Patrick, wie hast du dich gefühlt, bevor es wirklich losging? Was heißt losging? Also für mich ging es ja nicht am Starttag selber los, sondern das Rennen begann für mich ein Jahr vorher. Denn bei Badlands ist es so, man muss sich dafür bewerben. Es gibt einen Bewerbungsprozess und es gibt tausende Bewerber aus der ganzen Welt, die da mitmachen wollen. Das heißt, ja, nur weil man sich dafür jetzt angemeldet hat, sage ich mal, ist man noch längst nicht dabei. Denn man muss ein Motivationsschreiben beilegen und so weiter und dann wartet man. Im Dezember, das muss 2023 gewesen sein, genau, im Dezember 23 war ich dann mit dem Fahrrad unterwegs, da habe ich eine kleine Bikepacking-Tour gemacht. Ja, war so eine kleine Challenge, quasi ohne Navi, ohne technische Hilfsmittel, einfach in die Westkarpaten gefahren. Ja, war bei minus 18 Grad teilweise nicht ganz so optimal zum Wildcampen, aber ging schon. Und dann war ich da unterwegs und habe die Bestätigungs-E-Mail bekommen. Ja, von Badlands. Ich wurde übrigens fürs Badlands angenommen. Es findet im September statt. Ich muss sagen, ich habe schon echt Respekt davor, weil das dann auch bedeutet, meine Komfortzone verlassen zu müssen. Ne? Ey, das wird echt kein einfaches Ding. Ey. Ich bin schon gespannt. Und das eigentliche Rennen ging für mich eigentlich ab dem Zeitpunkt los, wo ich wusste, ich bin angenommen worden. Und dann fing ich an meiner Fitness zu arbeiten. Die war ja vorher nicht schlecht, aber vielleicht noch nicht gut genug für Badlands. Und dann hat mich das ein Jahr lang an Vorbereitung gekostet. Im Winter habe ich im Prinzip mit dem Lauftraining angefangen, weil Fahrradfahren war bei sehr viel Schnee teilweise etwas suboptimal. Also bin ich laufen gegangen für meine Grundlagenausdauer, habe aber auch Indoor sehr viel trainiert, etwas Krafttraining gemacht für die Beine und im Grunde genommen habe ich mich dann das ganze Jahr über für diesen einen Tag vorbereitet. Das ging für mich nicht am Starttag los, sondern schon lange vorher. Und das Event als solches war dann eigentlich nur das Highlight des ganzen Jahres. Ja, dann kam ich in Granada an und war nicht optimal. Es ging los mit einer Erkältung. Also ich hatte ein bisschen Husten, war erkältet, verschnupft und so weiter, kam in Granada an. Ich kam aber, glaube ich, 2 oder 3 Tage vor dem eigentlichen Rennen an. Und dann habe ich die 2 oder 3 Tage genutzt, um mich noch schnell auszukurieren. Am Starttag selbst, ja, war ich dann einigermaßen erholt und habe dann morgens auch noch Leute aus der Heimat getroffen. Moin moin, ich habe hier einen Benzheimer gefunden in der Ecke. Und ja, wir stehen jetzt hier am Startpunkt. Es ist 7:30 Uhr oder sowas um den Dreh. In 20 Minuten geht's los. Jetzt nochmal die Sachen checken. Und hier ist ordentlich was los, wie man sieht. Ja, wird geil, nehme ich an, ne? Ich hoffe.
direkt am Anfang 1000 Höhenmeter, komprimiert auf die ersten 15 Kilometer. Das war schon steil. Jetzt geht es aber immer noch steil weiter. Langsam Richtung Gorafe-Wüste. Noch ist es hier etwas grün, aber das ändert sich gleich. Badlands, what you gonna do? Riding through the desert when it's 42. Badlands, shadows in the night. Climbing through the mountains till the morning light. Heat is rising, burning skin. 16,000 up to win. Dust and silence, wheels they roll. Every climb will take its toll. Badlands, what you gonna do? Fighting with the sleep when the cold cuts through. Badlands, shadows in the night. Climbing through the darkness till the morning light. Fighting through the darkness till the morning light. Badlands. Heute sind noch 37 Grad angesagt. Frisch. Ja. Der Husten ist noch nicht weg und er macht mich gerade ein bisschen fertig. Ja, trinken hilft da auch nicht wirklich. Egal, durchziehen, jetzt bin ich hier. Keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Ich fahre jetzt querfeldein. Die letzten 2 Trinkwasserstellen, die ich eingeplant habe, existierten nicht. Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Laut Plan soll der nächste Brunnen in 10 Kilometern kommen. Ich hoffe, dass der diesmal wenigstens existiert. Und jetzt haben wir hier so eine Schiebepassage, Alter. Ich muss ja sagen, es ist ein bisschen warm hier. Alter. Und hügelig. Ja, jetzt fahre ich hier durch die Gorafe-Wüste bei 38 Grad. Alter, warum mache ich das? Erster kleiner Zwischenstopp. Ich habe hier Nikolai getroffen. Yeah, we just do a small break, buy some water. Yeah, I just continue in German. Irgendwie ist komisch. Es ist jetzt fast annähernd 40 Grad. Nicht ganz. Ich fange an zu frieren. Mir wird richtig kalt. Mein Puls ist extrem tief. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Salztablette fressen. Essen, Alter, Essen. Und genau, kurze Verschnaufpause. Hey, ich bin jetzt oben auf dem Berg. Hier ist so ein krasser Gegenwind. Und eine Hitze.
Viele beschreiben die Gorafe-Wüste als einen der härtesten Abschnitte. Wie hast du das Rennen dort erlebt? Die Gorafe-Wüste, das war das absolute Highlight. Ich würde auch sagen, sogar eines der schönsten Sachen, die ich gesehen habe bis jetzt. Ja, absolut. Die Gorafe-Wüste war wunderschön. Also man muss sich das vorstellen, man hat da diesen türkisblauen Himmel, dann diese goldene Landschaft mit diesen leicht rötlichen, schroffen Felsen und weit und breit nichts. Einfach nur Wüste und Sand. Ja. Es war aber auch sehr kräftezehrend, denn die Wege waren lose, sandig, teilweise Schotter und wenn es Schotter gab, dann sehr grober Schotter, auch in den Kurven nicht einfach zu fahren. Und die Handgelenke, die hat man dann relativ schnell gespürt. Also das war anstrengend, sehr kräftezehrend und wir hatten an dem Tag knapp 40 Grad, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Pralle Sonne und direkt Höhenmeter ohne Ende. Ne, Höhenmeter am Anfang, dann in Kombination mit den Temperaturen und der Sonne, also da sind halt viele Leute ausgeschieden. Und ich würde sagen, in der Gorafe-Wüste ging das eigentliche Rennen für mich erst richtig los. Denn da spürte ich, alles klar, das ist Badlands, ich bin dabei. Und da fing es erst so richtig an. Ja. Für viele war das aber auch das Ende der Tour. Also da haben extrem viele Leute sind da ausgeschieden. Ne. Ich habe da schon was mitbekommen von Hitzschlag, Sonnenstich und so weiter. Das waren halt keine einfachen Bedingungen. Aber für mich war das landschaftlich ein absolutes Highlight. Ja, und dann wurde das Wasser etwas knapp, der Hunger kam und die Nacht brach ein. In der ersten Nacht bist du ja hoch in die Berge gekommen. Wie war das? Die erste Nacht, ja, war kälter als gedacht, sagen wir es mal so. Ich hatte gar keine warmen Klamotten mit, gar nichts. Ich hatte einfach nur ein Trikot mit und eine kurze Hose, das war's. Ich habe nichts eingepackt. Ja, und dann in der Wüste wird's halt frisch. Ich habe jetzt hier noch einen Anstieg auf 2200 Meter. Ich bin jetzt auch schon fast oben. Saukalt hier. Knapp 6 Grad. Ich glaube, es wird noch frischer etwas weiter oben. Ja, ich habe kurz an, weil eine Jacke wäre ja nur Gewicht. Also ein bisschen fertig bin ich, ey. Na gut, weiter geht's. Ja, warm war's nicht. Aber zum Glück, und das hat mich gerettet, echt zum Glück, ging es nahezu die ganze Nacht über bergauf. An Anhalten war nicht zu denken, also Pause machen, boah, da wird es relativ schnell sehr, sehr kalt, wenn man keine Klamotten dabei hat. Und ja, die Höhenmeter haben dann aber dafür gesorgt, dass, wenn man in Bewegung bleibt, man zumindest nicht erfriert, aber die Hände waren taub. Ja, und irgendwann hat sich mein Knie gemeldet. Ja, kleines Problem. Ich bekomme jetzt tierische Knieschmerzen. Das sticht wie verrückt. Ich mache jetzt langsam. Ich fahre jetzt weiter, aber langsam und ja, hoffe, dass sich das da irgendwie auflockert und wieder verschwindet. Ich glaube nicht, dass das Knie an sich ist. Das ist vermutlich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Krampf, der da auf die Sehne drückt oder ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Das verschwindet hoffentlich wieder. Das tut echt weh. Und abbrechen geht nicht. Ich bin jetzt mitten in der Wüste nachts. Das nächste Kaff ist, keine Ahnung, 60 Kilometer weg. Also kann ich ja nicht schieben. Und schieben tut ja auch weh. Naja, es gibt kein Zurück. Mir ist gerade was Dummes passiert. Da ist die Flasche runtergefallen. Aber jetzt habe ich kein Wasser mehr. Bisschen unpraktisch in der Wüste.
Ey, ganz schön frisch hier. Ich fahre jetzt durch den Nebel auf, ich glaube auch wieder auf 2,2. Ich bin müde. Und ja, meine Knie tun ab und zu weh. Wenn ich die massiere, wenn ich mich Pause mache, 10 Minuten massiere, dann geht's wieder. Aber optimal ist das nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Das war eine sehr kalte Nacht. Und ich war sehr durstig in der Nacht. Es war eine Scheißnacht. Ey, ich kann nicht mehr reden, ja. Staub im Gesicht, die Sonne brennt, kein Schatten, der das Feuer kennt. Die Wüste schlägt, der Körper schreit. Badlands, ein endloser Fight. Tausend Steine, 1000 Höhen, jeder Tritt ein neues Wehen. Hitze kocht, der Atem schwer, Schlaf will kommen, doch er stört. Keine Pause, keine Rast, Tag wird Nacht und Nacht wird Last. Viele Träse, grad im Sand, doch ich halt das Rad in der Hand. Badlands, Badlands, Staub und Feuer brennend heiß. Badlands, Badlands, nur der Wille, der mich treibt. Ich bin jetzt zusammen mit Martha unterwegs. Ja, und wir machen hier jetzt eine kleine Essenspause. Sie holt sich gerade noch was zu essen. Ja. Schlafmangel. Ja. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, halt zusammenzufahren. Kälte beißt im Mitternacht, 6 Grad Wind auf hoher Wacht. Augen brennen, Träume ziehen, doch die Räder weiter fliehen. Keine Ruhe, keine Gnade, Kopf im Sturm, die alte Plage. Berge steigen, Reifen glühen, nichts wird mich hier unten fliehen. Badlands, Badlands, Staub und Feuer brennend heiß. Badlands, Badlands, nur der Wille, der mich treibt. Trommeln schlagen, Herz im Sand, Wüste ruft mit harter Hand, Stimmen hallen, Felsen schreien, doch der Mann wird weiter sein. Badlands, Badlands, Schweiß und Staub vereint im Leid. Badlands, Badlands, der Mythos lebt in Ewigkeit. Staub verweht, der Morgen bricht, ein Sieg im Schatten, ein Gesicht. Badlands, Badlands, bleib bestehen. Ein Traum aus Wüste, heiß und schön. Oh my goodness. Wow. Wow.
got this. Müssen wir hier echt durch den Sand schieben. Bis Kilometer 440 lief es ja richtig gut für dich. Was ging dir da durch den Kopf, als du gemerkt hast, ich bin ganz vorne mit dabei? Ja, bis dahin lief es rückblickend echt gut. Ich habe jetzt auch nicht ins Live-Tracking geguckt währenddessen, aber ich habe halt auf meinem Fahrradcomputer immer mal wieder so Push-Up-Notifications bekommen und mir hat jemand, entweder bei Instagram oder WhatsApp, geschrieben, dass ich auf Platz 29 bin, also ich war auf jeden Fall unter den Top 30, kurz vielleicht auch mal auf Platz 27 oder so. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon 440 Kilometer runter, also mehr als die Hälfte. Ich war so im Flow, ich hatte auch kurz so ein richtiges Hoch, ich war überhaupt nicht müde und dachte mir, jo, jetzt kannst du weiterfahren, jetzt kann ich ballern, weil meine persönliche Stärke ist es, dass ich relativ lange ohne Schlaf auskomme, wenn es sein muss. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, als ich halt unter den Top 30 war, so wenn ich jetzt einfach nur langsam weiterfahre in dem Tempo und nicht schlafe, dann hole ich die anderen nach, weil die anderen, die müssen ja irgendwann schlafen gehen. Und das war meine Strategie und ich dachte mir so, ich komme auf jeden Fall noch unter die Top 20, davon war ich fest überzeugt. Und ich habe so ein bisschen sogar noch darauf spekuliert, es vielleicht in die Top 10 zu schaffen, wenn ich vielleicht doch noch ein bisschen aufs Gas drücke. Weil körperlich ging da auf jeden Fall noch was. Zu dem Zeitpunkt war ich auch gar nicht müde. Also ich dachte echt, geil, ich reiß das Ding. Ich reiß das Ding. Ja, da bin ich so mit der Einstellung reingegangen. Ja, und dann folgte ein technischer Defekt. Was soll ich sagen? Meine Kurbel hat sich gelöst. Dann war das Rennen eigentlich für mich gelaufen. In dem Augenblick habe ich mich dann auch von Martha verabschiedet. Sie ist dann halt alleine weiter, weil die ist auch auf Platzierung gefahren. Ich hatte eine Zwangspause, dummerweise. Also ich habe dann noch einen Typen, den ich vorher getroffen habe, angeschrieben. Der wollte mir eventuell ein Werkzeug vorbeibringen, weil der war noch vor irgendeiner größeren Stadt, wo man es theoretisch hätte besorgen können in einem Radladen. Aber ich war schon zu weit vorne. Also keine Chance, dass der mich hätte zeitlich überhaupt einholen können. Und dementsprechend ist er dann halt nicht rechtzeitig gekommen, um mich mit Werkzeug zu unterstützen. Das ist ein unsupported Rennen, das heißt spätestens in dem Moment, wo ich die Hilfe angenommen hätte, ja, wäre ich disqualifiziert gewesen, weil man von außen keine Hilfe annehmen darf bei einem unsupported Rennen. Und ja gut, was hätte ich machen sollen? Ich kann ja nicht ans Ziel schieben. Das wären ja noch 400 Kilometer gewesen oder 360. Die kann ich ja nicht schieben. Ja, dann dachte ich mir, gut, nimmst mal Hilfe in Kauf. Die kamen dann nicht. Und ich habe dann beschlossen, in der Nähe einer kleinen Ortschaft Pause zu machen. Irgendwie hätte ich das Problem lösen können dann dort. Und dann habe ich dort halt eben beschlossen, bis zum nächsten Morgen zu warten. Und dann dachte ich mir, ich lege mich einfach in eine Olivenbaumplantage hin und harre aus und lasse die Zeit verstreichen. Ja, so richtig aufs Schlafen habe ich mich nicht vorbereitet mental. Ich hatte auch gar nichts zum Schlafen dabei. Keinen Schlafsack, geschweige denn eine Isomatte. Hatte ich nicht mit. Ich hatte nur kurz, keinen Pulli, gar nichts mit. Ja, die Nacht war kalt, war frisch. Und nachts ging dann auch noch die Sprenkleranlage an, also die Bewässerungsanlage für die Olivenbäume. Es war super, da mittendrin zu liegen. Ja, ich liege hier immer noch rum. Keine Ahnung, ob jetzt der Typ mit dem Werkzeug kommt. Vielleicht ist sein Handy aus.
Mein Akku ist auch fast leer. Jedenfalls gehe ich jetzt vielleicht zu Fuß ins Dorf, weil da eine Kfz-Werkstatt ist, die macht in einer Dreiviertelstunde auf. Und vielleicht haben die ja so einen 10 mm Imbus mit so einer Verlängerung, dann müsste ich die Kurbel auch wieder festbekommen. Jedenfalls gibt es da Wasser, ich habe Kopfschmerzen. Abda war klar, eine Top-Platzierung ist weg. Wie schwer war es für dich, trotzdem weiterzumachen? Ja, danach war die Stimmung hin, ey. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Das Ding ist, ich habe mich halt ein ganzes Jahr lang auf dieses Event vorbereitet, ne? Und zwar nicht so ein bisschen, sondern extrem. Ich habe 10.000 Kilometer auf dem Indoor-Trainer verbracht. 10.000 Kilometer in, keine Ahnung, 9 oder 10 Monaten auf dem Indoor-Trainer. Ich bin 6-mal die Woche auf die Rolle gegangen, habe jeden Abend 2-stündige Intervalle abgerissen, nur damit jetzt die Technik dafür sorgt, damit ich nicht vorankomme. Also die Stimmung war hin. Was soll ich dazu sagen? Also ich verstehe, warum Campagnolo nicht mehr bei der Tour de France vertreten ist. Ey, die Teile sind so unzuverlässig. Ganz ehrlich, ich hatte ja die EK-Schaltgruppe dran und inzwischen habe ich auch von ganz vielen anderen Leuten gehört, dass diese Schaltgruppe extrem viele Probleme macht und unzuverlässig ist. Aber gut, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Man lernt dazu. So ist es halt. Ja, dann am nächsten Morgen, wie gesagt, die Kurbel konnte wieder festgezogen werden in der Kfz-Werkstatt. Das Problem wurde gefixt und ich bin dann schlecht gelaunt langsam vor mich hergefahren, weil auf eine Platzierung musste ich ja eh nicht mehr fahren. Für mich war es gelaufen. Und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, Federico. Wir sind dann von da an zusammen weitergefahren. Das war ganz nett. Also ich war überrascht, dass er meine schlechte Laune am Anfang da noch überhaupt ausgehalten hat und Bock hatte, mit mir weiterzufahren, weil ich war schon echt angepisst. Aber nach und nach wurde die Stimmung besser und dann beschloss ich, aus der zweiten Hälfte eine gemütliche Bikepacking-Tour zu machen und wenigstens die Landschaft zu genießen, ein paar Fotos zu machen. Und ich habe dann das Beste draus gemacht. So, ich fahre nicht mehr alleine. I will continue in English in a second. Okay. Wir haben das Problem mit meiner Kurbel gelöst. So my bike is working again. I just met him and now I'm not alone anymore. Yeah, I just mix English and German. Ist auch scheißegal. Also, ich muss ja sagen, dass mich die heutige Panne bzw. das größere technische Problem mental echt fertig gemacht hat. Ich war bei Kilometer 400 oder 440, irgendwie sowas, war ich noch auf Platz 29. Ja, und dann voll nach hinten gefallen. Jetzt ist mir das auch egal, jetzt mache ich gemütlich. Jetzt fahre ich noch ein bisschen mit dem zusammen und mache ein paar Fotos. How do you feel? At the moment fine. Let's see tonight how I will feel.
You're okay? Yeah. Fine. Also definitiv ein falscher Reifenball getroffen. Weil, guckt euch das mal an, das Zeug. Das ist so richtig weicher Sand halt. Hier kann man gar nicht fahren, also 45er Reifen muss ich sagen. Das ist halt den ganzen Tag so. Den ganzen Tag durch Sand. Dann ging die Strecke vom Meer zurück ins Hochgebirge. Erzähl uns mehr davon. Das war hart, ja. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir schon über 500 Kilometer drauf. Da kommt man da ja nicht wirklich erholt an, ey, ganz ehrlich, weil richtig Schlaf hatten wir vorher nicht. Also das bisschen da in dem Olivenfeld rumgammeln, ohne Schlafsack, bei einstelligen Temperaturen, geschlafen habe ich dann nicht. Nach 500 Kilometern ohne Schlaf an diese Sandpassage. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer das waren. Das war aber ein ordentliches Stück. Und man musste das Fahrrad da durch diesen lockeren, tiefen Sand schieben. Das war so anstrengend. Und vor allem, das war ja noch richtig beschissen. Daneben war ja eine schöne asphaltierte Straße. Man hätte da so geil fahren können. Aber nein, die Routenführung war nun mal so, wie sie ist, ne? Laut Route müssen wir die Fahrräder jetzt durch den Sand schieben. Ja, und dann ging es auf schlechten Wegen weiter. Erstmal schön in den 1300 Höhenmeter hohen Anstieg am Stück ins Hochgebirge rein in die Nacht. Und die zweite Nacht, die war dann eigentlich genauso kalt wie die erste. Es war anstrengend. Ja, schön hier. Are you happy about this route? Very happy. Especially now. We have to cross the water. Yes, I'm serious. Look on the map. Wir fahren jetzt in die Tavernas. Und diese Schiebepassage am Strand, die musste nicht sein. Wenn man schon 500 Kilometer und 10.000 Höhenmeter in den Beinen hat, die Leute dann noch über einen sandigen Strand zu schicken und wandern zu lassen, ist schon assi. I don't enjoy. I only have pain. I'm a bit tired now, but it's amazing landscape, at least. Are you ready? Yeah. Oh no, I don't know. I don't know anymore. Mein Garmin hat gerade eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Wie praktisch, dass ich eine Regenjacke dabei habe. Ah nee, Mist. Was sich bei mir die ganze Zeit wieder meldet, schon die ganze Tour über, ist mein Knie. Immer bei Anstiegen merke ich's, das brennt wie Sau. Aber das verschwindet nach einer kurzen Zeit wieder. Oder wird zumindest weniger schlimm. Stören tut's schon. Wir waren gerade noch am Meer und jetzt geht's ins Hochgebirge. Was für eine schöne Idee. I wanna be down the hill. You feel good?
Ja. I'm gonna sleep. So, good morning from the desert. Tavernas. Alright, pain everywhere. Mood. Also. Ganz glatt ging die restliche Strecke ja auch nicht für dich, oder? Nee, zum Ende häuften sich dann wieder die technischen Probleme mit meiner Campagnolo-Schaltung. Ja. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, dass M83 wirklich nichts für die Probleme kann. Also seit ich die GRX verbaut habe, habe ich gar keine Probleme mehr. Und die Camper, die war ja auch fachgerecht verbaut. Also ich habe ja gesehen, wie Ben das Ding da montiert hat und mit einem Drehmomentschlüssel alle Werte richtig beachtet worden sind und so. Die war ja richtig fachgerecht verbaut. Ich tippe da auf einen grundlegenden Konstruktionsfehler von Campagnolo aus. Keine Ahnung. Das Ding hat nur Probleme gemacht. Jo, was soll ich sagen? Danach haben wir ja die Schaltung auch zweimal ausgetauscht. Das wurde nicht besser. Und beim dritten Mal haben wir dann halt die Shimano GRX verbaut. Seitdem keine Probleme, ne? Also wie gesagt, das war super ärgerlich. Ich war auch nicht gerade gut gelaunt, als sich die Probleme dann häuften, aber ja, gut draus gelernt. Ich hole mir keine Campagnolo mehr. Mit der Shimano läuft es jetzt. Ne? Aber danke nochmal an M83, dass die mir danach so schnell und unkompliziert die Schaltung mehrfach ausgetauscht haben. Ich glaube, in einem Radladen hätte ich ewig auf so Umbautermine warten müssen, aber gut. Ja. Feel like a shit. Ja, meine Kassette ist locker. Die lockert sich gerade. Ich kann nicht mal schalten. Und yeah, your phone is that right? Huh? Your phone is that? Almost? Nearly. Ja. Some battery still. Not a lot. Not a lot. Ja. Hier gibt's nichts. Mein Handy ist schon seit gestern aus. Ja, Kabelbruch. Ich kann es nicht mal laden. Dementsprechend können wir jetzt auch nicht gucken, wo es hier einen Radladen gibt. Also hier gibt es halt keinen und du hast, I don't know, 7% less. Yeah. Yeah, so until the next bike shop, the phones will be died. Basically, so I cannot check. Ja, genau. Wir machen langsam weiter. Bis dann. Wir hatten gestern schon 41, 42 Grad oder sowas. Und heute ist es einfach noch heißer. Ich habe Kopfschmerzen. And you? How do you feel? Today is hard. I feel all the uphill of the days before. But adelante. How they say. Wir haben Wasser gefunden. Die örtliche Wasserversorgung sieht so aus, dass hier einfach ein kleiner Truck rumsteht, an dem man sich Wasser zapfen kann, weil es hier anscheinend auch keine Wasserleitungen gibt.
We are making now a little break here because it's too hot. Too hot. It's not possible to sleep, and if you go in the sun, really it's burning, it's hurting on the skin. It's even he just went to buy the drinks for 1 minute and he has to cross the sun like for 20 meters, and that's already hot. Yeah. So to think to pedal now is Yeah. quite hard. And I know that a lot of people already canceled Badlands because they got like a heat stroke. Many of them got a heat stroke and had to cancel. So I'm not sure if I don't have. Dieser Antriebsstrang, ne, ist jetzt bei der Tour, kriege ich echt schlechte Laune, Alter. Nie wieder Campagnolo. Ich weiß nicht, wie oft das jetzt schon passiert ist. Ich will gar nicht mal mitzählen. Die Kette, keine Ahnung, jetzt zum 60. Mal runtergefallen. Jetzt rolle ich hier in den Aufstieg rein und muss gleich noch schalten. Echt, ey. Kassette locker, Kurbel fällt ab, Freilauf geht nicht. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gesagt hätte, ne? Schon wieder, ey. Ich krieg hier Aggression, ey. Ich komme ja richtig voran, wenn ich alle 5 Meter anhalten muss. Nagelneue Kette, ne? Der Spannung ist es schon auf Maximum. Kürzen kann ich die nicht mehr, sonst geht die nicht mehr in den kleinsten Gang. Das habe ich schon ausprobiert. Es ist schon richtig so. Das ist einfach Campagnolo. Das ist deren Fehlkonstruktion. Alter.
Schließlich hast du es ins Ziel geschafft, 800 Kilometer. Was bleibt dir am stärksten in Erinnerung? Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es waren die Momente, in denen ich dachte, nicht mehr weiterzukommen. Und dann habe ich irgendwie bemerkt, dass es doch immer irgendwie vorangeht. Ja, das hat sich auf jeden Fall eingebrannt, aber auch die ganzen Gespräche und die Leute, die man unterwegs kennengelernt hat. Das war halt ein super Event, also echt. Man kommt mit so vielen Leuten ins Gespräch. Mit Federico bin ich ja immer noch in Kontakt. Da können durchaus Freundschaften entstehen bei so einem Event. Das muss ich sagen, war echt cool, weil das halt verbindet, ne? Und auch die Eindrücke und die Bilder der Landschaft brennen sich ein. Also landschaftlich war das ein absolutes Highlight und es war krass. Also die heiße Wüste tagsüber, die Temperaturen von bis zu 43 Grad, die pralle Sonne, die raue, schroffe Landschaft, die harten Offroad-Trails. Ja, und dann im Kontrast dazu nachts das eiskalte Hochgebirge bei einstelligen Temperaturen. Es war brutal, aber wunderschön zugleich. Also das war schon echt krass. Aber Badlands ist definitiv eine Empfehlung wert. Wobei, ja, es ist halt hart. Ich weiß nicht, ob ich das guten Gewissens empfehlen kann. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, ja. Hättest du danach noch Lust aufs Radfahren? Und wie war es wieder zu Hause anzukommen, nachdem du fast ein Jahr lang darauf hintrainiert hattest? Also ich muss sagen, nach der Aktion hatte ich erstmal gar keinen Bock mehr aufs Radfahren. Ey, man muss sich vorstellen, ich habe da ein Jahr lang drauf hintrainiert. Ich habe 10.000 Kilometer Indoor auf der Rolle abgespult und bin sonst noch wie viel Fahrrad gefahren. Und dann Badlands, eins der härtesten Dinger, die ich bis dahin gefahren bin. Nicht unbedingt von der Strecke oder von den Höhenmetern, sondern auch einfach gepaart mit den Bedingungen, weil es halt so viel Offroad war. Es gab halt so viele technische Trails, die man halt vielleicht nicht fahren konnte. Es gab halt Schiebepassagen, Sachen, die echt tricky zu fahren waren. Und dann gepaart mit der Hitze, mit der prallen Sonne, mit der Kälte in der Nacht. Es war nicht zu vergleichen mit einer Tour, die man in Deutschland fährt, wo, sage ich mal, das Streckenprofil ähnlich ist. Ja? Also 800 Kilometer und 16.000 Höhenmeter in Deutschland sind halt was anderes als 800 Kilometer in der Gorafe-Wüste. Das darf man nicht unterschätzen. Es war halt sauhart und dann kommt man an, ist fix und fertig. Und dann auch noch der mentale Aspekt, weil es eben nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und das war irgendwo so ein mentaler Einschnitt. Es war eine Mischung aus schlechter Laune, Wut und Enttäuschung. Gleichzeitig wusste ich aber, dass ich für die technischen Probleme, es ist halt wie es ist. Man hat da keinen Einfluss drauf und musste einfach das Beste aus der Situation machen, was man daraus machen kann. Weil manche Sachen kann man vor Ort einfach nicht beeinflussen. Und das war halt so ein Moment, der mich so ein bisschen niedergedrückt hat mental. Und danach hatte ich gar keinen Bock mehr aufs Radfahren. Ja, dann kam ich zu Hause an und so richtig zur Ruhe kam ich nicht, weil ich hatte da auch schon direkt das nächste Projekt im Kopf. Und zwar ging es diesmal nicht um das Radfahren, weil davon hatte ich jetzt die Schnauze voll. Ich dachte mir, ich gehe mal joggen. Ja, und wo laufe ich hin? Ja, nach Afrika. Das war der Plan. Ich dachte mir, hey, ich laufe jetzt nach Afrika. Why not? Joggen habe ich jetzt auch nicht so viel getan. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich joggen war irgendwann so im Januar, Februar. Und dann war September, quasi das ganze Jahr über nicht gejoggt. So, 2 Wochen Training müssen ausreichen. Dann bin ich nach Marokko gelaufen. Zuerst wollte ich irgendwo nach Afrika hin. Ich hatte noch gar keinen Plan, wohin. Es wurde Marokko aufgrund unterschiedlicher Umstände, die dann wieder dazwischen kamen, Defekte, Verletzungen und jemanden kennengelernt auf dem Weg. Die Route hat sich dann doch sehr verändert. Aus geplanten 2 Monaten wurden 4 Monate. Die Strecke allein in Europa hat sich verdoppelt von dem, was ursprünglich geplant war. Es war geil.
Ja, jedenfalls bin ich dann nach Marokko gelaufen und jetzt nochmal für die Zuschauer. Falls ihr die Playlist sehen möchtet, wie ich nach Marokko gerannt bin, und das war wirklich eines der größten Abenteuer meines Lebens, diese Playlist findet ihr jetzt hier oben. Und hier unten findet ihr die Playlist zum Tuscany Trail. Da bin ich 2000 Kilometer angereist und habe dabei noch einen 4000er bestiegen. Und hier findet ihr das Video zu meinem Badlands Setup.